Für was dehnst du dich denn? Spinnst du? Ja, hallo. Was filmst denn du jetzt schon wieder hier? Ja. Ich muss mich vorbereiten für die nächsten Tage. Erstens ist es für mich mental schon wieder eine Extremsituation, mit dir die nächsten 4 Tage unterwegs zu sein. Und zweitens sitzen wir die nächsten Tage viel im Auto und da muss ich ready sein. Verstehst du? Ja, aber das Auto hat doch schöne Massagesitze. Aber die habe ich noch nie ausprobiert, um ehrlich zu sein. Ich lass mich lieber richtig massieren als von dem Sitz. Verstehst du, wie ich das meine? Deswegen teilen wir uns ein Zimmer, dann mache ich das. Nee, wir teilen uns auch kein Zimmer. Denn so. Leute, wir machen einen Roadtrip die nächsten Tage. Wie vor ein paar Wochen schon mal angekündigt, wollen wir das natürlich herausfinden hier. Audi RS e-tron GT, für die Leute nochmal 646 PS am Start, reines Elektroauto. Bis zu 470 Kilometer Reichweite haben wir. Und ich habe schon öfters gesagt, für mich aktuell der beste Daily, den es auf dem Markt gibt, was das ganze Thema in der Stadt angeht oder für Strecken bis zu 300 Kilometer. Und weiter bin ich bisher noch nicht gefahren und deswegen werden wir das jetzt die nächsten Tage testen. Denn der Robert und ich, wir machen einen schönen Roadtrip nach Italien über mehrere Tage. Es geht erstmal von uns los nach Kitzbühel. Eigentlich eine relativ entspannte Strecke, müssen wir mal nachschauen. Wie lang fahren wir dann nochmal? Wir haben nämlich hier eine schöne App von Audi und da können wir uns das Ganze nämlich konfigurieren. Und zwar, jetzt schaut mal her, wir geben hier den Standort jetzt ein. Wir fahren nämlich zum Hotel Stangelwirt. Wir fahren bei uns hier los. Aktueller Ladestand ist bei 82%. Da gehen wir jetzt halt mal hin. Das ist natürlich schon klar. Also muss ich auch dazu sagen, ich habe die App noch nie hergenommen, weil ich bisher noch nie diese Situation hatte, dass ich irgendwo auf dem Weg laden musste. Und jetzt habe ich das Auto schon seit 1,5 Jahren und ich musste wirklich noch nie auf dem Weg laden. Das war dann mehr oder weniger zum Spaß, aber wir haben hier die App, wo wir uns genau anschauen können. Wir haben die ganzen Ladestationen, alles. Hier sagt er jetzt, hat 1,5 Stunden, ja, 90 Kilometer, knapp 100 Kilometer. Das ist entspannt, aber gehen wir jetzt mal davon aus, wir haben jetzt nur, der Robert hat das Auto schon wieder leer gefahren. Wir haben jetzt einfach mal 30% nur noch am Start, ja, und wir wollen jetzt irgendwo auf dem Weg laden. So, wenn wir jetzt hier hochgehen, dann sehen wir hier, 2 Minuten müssen wir laden. Wir sind bei 25% dann nur noch. Und dann 2 Minuten laden, sind wir direkt wieder auf 35%. Bedeutet, wir kommen mit einer Restladung von 15% an. Aber durch das, dass wir ja hier vollgeladen sind, mehr oder weniger, kommen wir heute easy entspannt, ohne Probleme an. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, jetzt geben wir mal kurz, interessiert mich jetzt halt mal selbst, wenn wir jetzt halt sagen, pass auf, wir fahren jetzt an den Gardasee, von uns aus gesehen. So, geht leider, ich bin hier leider nicht so schnell im Tippen. So, und wir fahren jetzt mal mit 50% los. So, jetzt schauen wir mal, wo wir hier dann überall theoretisch laden müssten. Okay, krass. Also er sagt, wenn wir jetzt mit 50% losfahren, dann müssen wir nur einmal laden. Hier, HPC 11 Minuten bedeutet, HPC, wir können bis zu 270 kW laden. Das ist eine Ionity-Ladesäule, schöner Supercharger. So, bedeutet, wir kommen hier mit 12% an und dann laden wir 11 Minuten, dann sind wir bei 55% wieder und dann kommen wir an unserem Ziel mit 12% wieder an. Also das muss man wirklich sagen, sehr clever und eben auch ein wichtiges Thema, dass wenn man mit einem E-Auto fährt, hier mit einem Audi RS e-tron GT, dann sollte man definitiv hier die App verwenden, hier nach Navi fahren und genau das werden wir auch wirklich machen, denn für mich ist wirklich interessant, werden die Werte wirklich eingehalten? Vor allem auch wollen wir dann sehen, wenn wir bei den Ladestationen ankommen, müssen wir warten oder haben wir Glück und können direkt laden und vor allem, wie lang geht das Ganze? Hält das wirklich 11 Minuten oder müssen wir länger warten? Aber wir machen ja das Ganze über die Tage verteilt, bedeutet, es geht von hier aus jetzt erstmal nach Kitzbühel, am nächsten Tag weiter von Kitzbühel an Gardasee und dann fahren wir nochmal von Gardasee nach Mailand, denn wir sind auf einer Veranstaltung, Cars & Coffee Veranstaltung und dann nehmen wir natürlich hier noch den schönen V12 Bullen mit, den Aventador SVJ, ist doch eigentlich top, oder? Wir fahren schön hier entspannt mit dem Audi RS e-tron GT nach Italien und dann geht es für uns nach Monza auf die Rennstrecke und dann wird der V12 Bulle rausgelassen. Ist das eine gute Idee oder nicht? Eine bessere Idee wäre eigentlich, wenn ich den V12 Bullen auf Achse runterfahre oder nicht? Nee, warum?
Ja, hätte ich mehr Gaudi als mit dir im e-tron. Hast du mit mir keine Gaudi oder was? Schwierig. Vor allem, wenn wir irgendwie stehen bleiben sollten oder so, dann kannst du ja schieben. Deswegen muss ich dich ja dabei haben. Verstehst du, wie Oder ich ich meine? könnte- Aber Naja, das passiert okay. uns selbstverständlich nicht, denn wir sind hier bestens ausgerüstet mit dem Auto. Dementsprechend, ich bin da sehr zuversichtlich die nächsten Tage. Und ich sage euch auch ganz ehrlich noch mal eins. Für mich ist das wirklich ein sehr interessantes Thema. Eigentlich sollte das für uns alle ein sehr interessantes Thema sein, denn wie wir alle wissen, alles, was hier in die Richtung geht, stirbt leider aus. Geht alles mehr in die Richtung, was ja auch in Ordnung ist. Und dementsprechend möchte ich für uns das Ganze testen wieder. Wir haben das ja schon öfters gemacht. Sportlichkeit hier, Audi RS e-tron GT ist voll am Start. Das haben wir schon öfters getestet, aber jetzt wollen wir sehen. Taugt hier so ein Audi RS e-tron GT auf Langstrecken? Was können wir damit in Urlaub fahren, der Robert und ich gemeinsam, eine entspannte Tour nach Italien? Oder taugt das nichts? Das werden wir herausfinden. Von daher, Robert, ich würde sagen, wir schmeißen uns rein. Und was machen wir dann? Ja, einen schönen Jahre Abfahrt, oder? Aber nur in Deutschland. Ja, na klar. Wenn nur freie Deutschland. Fahrt ist. Wenn freie Und Fahrt Österreich, ist. Italien, Geschwindigkeitsbegrenzung, schön, Efficiency. efficient. Wir fahren so, wie es der Verkehr hergibt. Richtig. Also, auf geht's, wir steigen ein. Abfahrt. So Leute, wir befinden uns auf dem Weg im RS e-tron GT nach Österreich und zwar nach Kitzbühel zum Stangelwirt. Ungefähr eine Route von hier 85 Kilometern. Normalerweise recht entspannt, deswegen erster Tag, recht entspannte Route. Allerdings haben wir minimale Verzögerungen, haben wir gerade festgestellt, und zwar Ja, ganz entspannte 2 Stunden und 11 Minuten von einem Weg, bei einem Weg von 84 Kilometern, leck mich doch am Arsch. wie oft willst du jetzt noch versprechen? Und mich wundert, dass das Audi-Navi mit Google läuft. Aber schau mal, wir haben jetzt hier freie Fahrt Okay, und ja, dementsprechend dann scheißegal. geben wir auch hier Gas, ja, weil Leute, wir machen nicht hier den Test über die nächsten Tage hinweg, wie weit kommen wir mit dem RS e-tron GT, sondern wir wollen wirklich den Test machen. Wir fahren hier mit dem Auto nach Italien und wenn die Autobahn frei ist, dann geben wir Gas. Genauso auch wenn Landstraße, wenn da coole Kurven mit dabei sind, dann geben wir da auch dementsprechend artgerecht Gas. Und das wollen wir natürlich dann testen von der Reichweite her. Wie verhält sich das Ganze? Und nicht wirklich auf der komplett rechten Spur langsam dahin fahren, sondern wirklich schauen, wie ist das Ganze, wenn wir hier mit dem RS e-tron GT nach Italien fahren. Aber ja, wir müssen jetzt dann bald schon wieder von der Autobahn runter, weil wir dementsprechend Stau haben. Audi Navi zeigt uns das Ganze auch an, ist natürlich auch online verbunden. Da kennst du dich wieder mit der Technik deutlich besser aus als ich. Ja, klar, ich habe gestern mit Audi und mit Google telefoniert. Die haben mir das noch bestätigt. Okay, sehr gut. Genau, das läuft halt so. Und genau. Ja, er ist auch so gut wie komplett vollgeladen. Wir haben jetzt hier eine Reichweite von 332 Kilometern. Und jetzt schauen wir mal, wenn wir jetzt hier dahin fahren. Wie gesagt, es sind ja eigentlich nur 80 Kilometer zum Fahren. Allerdings eben jetzt viel Landstraße dann gleich. Mit wie viel Reichweite wir dann am Ziel beim Stangelwirt ankommen werden. Von daher würde ich sagen, Was würdest du sagen? für mich gibt es nichts mehr zu sagen. Okay. So, jetzt kommt hier ein bisschen ein kurvigeres Stück. Bedeutet, wir gehen jetzt mal hier in den Dynamikmodus. Was hältst du dich schon wieder gleich ein? Halt mich doch Was ist denn gar mit nicht. dir Mach schon mich wieder doch los? gar nicht. So, dann reiß mal auf. Boah. Da merkst du halt direkt wieder 646 PS im Overboost, ist halt einfach direkt wieder die Power da. Und siehst du hier aus der Kurve raus und das Ding ist halt direkt die Power da. Das ist das Faszinierende. Und vor allem, genau das ist wieder das Thema, tiefer Schwerpunkt, Batterien sind wo? Ja, unten halt. Genau direkt unter uns. Und genau deswegen kriegen wir dann hier solche guten Kurvengeschwindigkeiten hin. Jetzt läuft's auch wieder. Wir sind nämlich jetzt in Österreich. Wir sind über die Grenze drüber. Es ist normalerweise 100 wegen IGL. IGL. Aber weil wir in einem E-Auto unterwegs sind, dürfen wir 130 fahren. 100% legal. Ja, das ist einfach das Geile an einem E-Auto. Das ist wirklich ein gutes Gefühl. Und man muss auch wirklich jetzt dazu sagen, wir sind jetzt halt wirklich nur 50 Kilometer rein Landstraße gefahren. Jetzt haben wir hier noch 23 Kilometer übrig. Wir sind bei knapp unter 300 Kilometer Reichweite. Du hast weiterhin immer noch deine Sitzbelüftung Ja, ich und brauche alles das. an. Bisher völlig in Ordnung vom Verbrauch her. Also wirklich, muss man jetzt wirklich mal sagen,
ist noch voll in Ordnung vom Verbraucher, weil wir sind jetzt auf der Landstraße, klar 100, aber in den Kurven. Wir sind jetzt nicht irgendwie langsam dahin gefahren, sondern schon etwas zügiger. Und da muss man wirklich sagen, vom Verbrauch her wirklich ideal. Und jetzt geht es hier schon wieder runter und jetzt fahren wir das letzte Stück. Fahren wir dann auch wieder Landstraße und dann würde ich einfach sagen, wir sehen uns beim Hotel wieder, oder? Ja, machen wir so. So sieht's aus. Also wir zwei sehen uns wieder, oder wie? Nee, ich steige jetzt aus und lauf. Ah, okay. So war das. Alles klar. So Leute, Tag 1 ist vorbei. Wir sind am Ziel angekommen und zwar in Kitzbühel am Stangelwirt. Hier Audi RS e-tron GT ist schon am Laden. Wir haben da hinten eine schöne Ladestation. Robert, wie war denn das nochmal? Du hast ja so gut vorhin aufgepasst. Ja, wir laden ja nämlich hier mit Ökostrom, richtig? Ja, genau. Ja, das Hotel Stangelwirt, das macht das Ganze durch selbst generierten Strom, durch Solar, durch Biothermie, durch weiß der Kuckuck was. Also machen tatsächlich den meisten Strom, den sie weitergeben, selber. Also Nachhaltigkeit ist hier voll am Start. Wir haben hier gerade schon einen kurzen Rundgang gehabt. Ist wirklich ein Riesenhotel. Sehr, sehr schön. Deswegen würde ich auch sagen, der Robert, der gibt euch gleich im Anschluss ein paar Einblicke, aber auch jetzt hier noch mal ganz kurz auf Tag 1 einzugehen. Ich meine, es war eine entspannte Route heute. Wir sind keine 100 Kilometer gefahren, aber man muss dazu sagen, das Ganze war nicht so eingeplant. Normalerweise wirklich rein nur Autobahn. Das letzte Stück hier in Österreich Landstraße, aber wir sind so gut wie alles nur Landstraße gefahren. Und da muss man dazu sagen, immer wieder mit Beschleunigen, Abbremsen. Dann es ist auch noch warm gewesen heute, 28 Grad. Das Auto war vollgeladen und er war immer noch über 3/4 voll. Ja? Also wir haben gerade mal um die 80 Kilometer an Reichweite verloren. Da muss man wirklich sagen, für das, so wie wir gefahren sind, wir sind ja jetzt halt nicht nur rumgekrochen, sondern wir sind schon ganz normal dahin gefahren, war das wirklich voll in Ordnung. Das Auto wird bis morgen selbstverständlich wieder vollgeladen sein. Und dann würde ich sagen, Robert, du haust jetzt ein paar Einblicke vom Hotel raus und dann, Leute, sehen wir uns morgen Tag 2 wieder. Na Robert, hast du ausgeschlafen? Ich habe auf jeden Fall ausgeschlafen. Ja, definitiv. Ich habe nämlich nicht schlafen können wegen dir. Ich würde einfach mal sagen, wir hauen mal hier kurz den Clip rein. Okay. Also ich würde sagen, du hast auf jeden Fall das richtige Zimmer gehabt. Ja, und mich hast du nicht wirklich schlafen lassen. Aber ich muss dazu sagen, ich fand eine Nacht hier ein bisschen zu kurz. Ja, definitiv zu kurz. Weil was ich hier nämlich jetzt festgestellt habe, also erst einmal, Stangelwirt hier wirklich geil. Zum ersten Mal, dass ich hier gewesen bin. Aber jetzt habe ich auch verstanden, ne, wieso diese Partnerschaft zwischen Stangelwirt und Audi ist. Die Exklusivität, die Qualität, aber eben genau auch die Nachhaltigkeit. Wenn man hier anfängt, man kommt hier mit dem E-Auto an, man lädt das Auto, wir haben hier Ökostrom am Start, aber auch generell die ganze Nachhaltigkeit, was im Spa ist, was im Restaurant ist, in den Zimmern. Also wir werden hier auf jeden Fall nochmal zurückkommen, denn es werden hier nämlich bald auch Supercharger entstehen. Bedeutet, dann werden die Autos auch richtig schnell vollgeladen sein. Wir sind jetzt hier wieder komplett vollgeladen. Tag 2 beginnt, bedeutet, nächste Strecke für uns geht an den Gardasee. Von hier ist ungefähr eine Strecke von 350 Kilometern. Ihr müsst sogar noch mal genau drauf schauen, was wir hier jetzt genau Kilometer haben. Denn wir fahren natürlich wieder komplett über die Audi-App, über die MyAudi-App. Es sind 320 Kilometer. Wir könnten theoretisch mit einer kompletten Ladung durchfahren. Allerdings, wir werden irgendwo auf dem Weg, werden wir das Auto laden.
Denn mich interessiert das Ganze natürlich, wie ist in Italien jetzt die Infrastruktur und auch wieder das Thema. Wir machen einen ganz normalen Roadtrip, wir fahren ganz normal und je nachdem, wie die Verkehrsverhältnisse heute sind, Leute, werden wir vielleicht sogar den ein oder anderen Pass fahren. Dementsprechend werden wir da auf jeden Fall noch mal im Vorhinein aufladen. Denn Robert, freust du dich, da so ein bisschen Kurven zu fahren? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ich steige auf jeden Fall vorher aus, aber... Willst du dann heute auch weiterhin vorne sitzen oder willst du hinten sitzen oder willst du woanders sitzen? Du, ich kann mir einen Kofferraum legen. Okay, dann machen wir das so. Alles klar, Leute, dann würde ich Super. sagen, wir steigen ein, wir reißen auf. Ja, das sagt der jetzt eine Stunde lang geschlafen hat. Ja, also du, ich muss auch irgendwann mal schlafen, weil ich die ganze Nacht für dich deine Videos machen muss. Muss gleich. Ja, muss. musst Sonst macht's du's nicht ja machen. Na, sonst macht's ja keiner. Ja, dann gibt es halt keinen Content. Ja, das wollen die Leute aber, Dann ist glaube halt ich, so. nicht. Und vor allem, ich finde es schon wieder super entspannt, dass wir einfach hier im Stau stehen. Ja, das ist... ja, keine Ahnung, Und was sonst ich gerade geht's dir gut, gesagt oder habe. was? Sonst ist alles klar. Bist du jetzt wach? Ja, wach noch nicht so wirklich, aber Ja, komm, also, versuch's. bevor jetzt du hier nicht weißt, was du reden sollst, jetzt machen wir mal hier mal ein kleines Update, Leute. Wir sind jetzt bisher gefahren, schauen wir mal, wie viel sind wir jetzt hier gefahren? Wir sind jetzt 1,5 Stunden bisher gefahren, 130 Kilometer und wir haben den Verbrauch von 23 kW, ist völlig in Ordnung. Wir sind ja wie gesagt komplett vollgeladen gewesen. Wir haben jetzt noch eine Reichweite von über 260 Kilometer. Hier 123 Kilometer bis zum Ziel, denn ich habe entschieden, wir werden in Trient, werden wir eine Pause machen, wir werden das Auto vollladen, beziehungsweise ich sage mal so bis 80%, weil von den 80 auf den 100% braucht er immer relativ lang. Ich finde es übrigens auch gut, dass ich mich links angestellt habe, weil rechts fahren sie alle, links stehen wir. Also aber ist ich doch meine, gut. warum sollen wir auch fahren? Bringt Wir ja haben gar doch nichts. viel Zeit. Und ja, und danach werden wir dann, da freut sich der Robert schon speziell drauf, Wie? einen Pass fahren. Oh Gott, Ja? wirklich? Also das ist zumindest der Plan. Wir könnten theoretisch, ohne zu laden, würden wir jetzt am Gardasee ankommen, sagt zumindest die Audi-App, zeigt das Ganze an. Aber trotzdem, ich finde, das ist ein guter Stopp. 260 Kilometer Reichweite noch, 120 Kilometer bis zum Zwischenstopp. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall noch eine Reichweite von über 100 Kilometer haben und dann pimpt man das Ding voll, oder? Ja, würde ich schon sagen. Ja, pimpt man ein bisschen voll. Das musst du wirklich sagen. Also die 1,5 Stunden, du bist einfach so tiefenentspannt unterwegs. Ja. Ganz ehrlich, ich bin jetzt froh, vor allem jetzt hier im Stau zu stehen, dass du nicht mit einem lauten Auto fährst. Ja, Wie jetzt hinter uns, da 458er, ja, da ist richtig was los. und der reißt richtig auf. Aber deswegen bin ich echt mal gespannt, funktioniert das alles jetzt easy mit der Ladestation? Wie lange brauchen wir, bis das Auto wieder geladen ist? Zumindest auf die 80%. Und dann reißt man auf. Würde ich auch sagen, oder? Genau, alles klar. Und du kannst jetzt wieder weiter schlafen. Gott sei Dank. So Leute, wir sind am Zwischenstopp angekommen. Wir hatten tatsächlich noch um die 150 Kilometer Reichweite übrig, obwohl der Robert weiterhin seine Sitzkühlung anhatte. Die brauche ich einfach. Und jetzt, RS e-tron GT ist am Laden. Jetzt schauen wir mal nach vorne. Der lädt jetzt seit einer knappen Viertelstunde um den Dreh sowas. Übrigens auch hier 458, auch jetzt gibt es jetzt auch anscheinend rein elektrisch, ist am Start. So, jetzt schauen wir mal hier. So, wie wir jetzt hier schön sehen können, wir laden hier jetzt seit 17 Minuten. Jetzt in Anführungsstrichen nur noch mit 120 kW, als wir ihn gerade angesteckt hatten, haben wir mit 280 kW geladen. Wir sind jetzt bei 78%, also zügig, wirklich zügig, muss ich ganz ehrlich sagen. 18 Minuten. Wir schauen jetzt mal, ich würde schon sagen, wir laden ihn wirklich so gut wie komplett voll, weil wir wollen jetzt auch noch eine Kleinigkeit essen. Dementsprechend lohnt sich das, so ein schönes Schinken-Käse-Panini, oder? Das lohnt sich definitiv. Aber so für mich, ganz ehrlich Leute, erste Erfahrung jetzt in dem Ausland, hier in Italien, laden, war überhaupt gar kein Stress. Mit der Audi-App hier am Navi zeigt dir das schön an, wo du überall laden kannst. Und hier mit dem Supercharger, Ionity-Ladesäule, easy, gar kein Stress. Also von daher, ich würde sagen, wir laden ihn jetzt schön voll und dann machen wir, dann Leute, dann gibt's Jalle Abfahrt, denn das wird, glaube ich, schon eine geile Strecke werden. Schauen wir mal. Also, Auf geht's. so Leute, dann sind wir wieder auf dem Weg. Wir sind komplett vollgeladen und das Ganze in einer halben Stunde. Das ging echt schon. Also, so schnell. da muss man jetzt wirklich mal sagen, und nochmal Leute, den Test, den wir hier machen, das ist für mich, für uns alle ein wichtiger Test. Taugt wirklich hier sowas? Kann man mit so einem Elektroauto
einen schönen Roadtrip planen und vor allem jetzt dann gleich hier Pässe fahren. Aber den ersten Test mit dem Laden war easy. Also wirklich, wo du gesagt hast, wir machen jetzt hier die halbe Stunde Pause. Es hätte auch theoretisch 15 Minuten hätten auch locker gereicht. Aber für mich, ich wollte halt jetzt einfach das Auto vollladen. Vor allem wir hatten die Zeit, haben Kaffee getrunken und gut war's. Und ja, jetzt wird es dann gleich ein bisschen kurviger. Robert, ready? Weiß ich noch nicht ganz, aber muss ich ja eigentlich sein. Alles klar, dann reiß mal auf. So. Oh. Und da ist halt die Power direkt da. Merkst du das, Robert? Wie die Power einfach direkt da ist. Das merke Aus ich. der Kurve raus. Alter Schwede. Gut, dass mein Zeug so perfekt gesichert ist. Das hätte ich vielleicht mal machen können. Oh, ja. Alter Schwede. So, dann reiß mal auf, oder? Alter, wie das Ding gleich quer kommt. Und Power ist halt direkt komplett voll am Start. Es ist rot. Danke. Du bist einfach ein aktiver Beifahrer. Das muss man ganz ehrlich dir lassen. Ja, ich würde halt gerne noch am Gardasee ankommen. Aber ich sage dir ganz ehrlich, es ist so krass, wie du halt einfach die Power direkt am Start hast. 458 hinter uns, bis da mal was kommt. Ja, bis da der vergehen da halt ist. 2 Sekunden. Verstehst? Das ist einfach geil. Ja, ist geil. Ja, das ist der Fakt, dass wir Ach so. schnell sind. Ah, okay. Und du. Boah, die Kupplung stinkt hier ganz schön, du. Wieso hast du eigentlich deine Wasserflasche noch in der Hand? Ja, falls sie was trinken möchte, falls du mich hier durchschleuderst, das alles Für mich vorbei zum ist. Trinken. Nee, du magst ja kein Sprudelwasser, oder? Nee, ich mag kein Sprudelwasser. Ja. Deswegen behalte ich das nur für hier. mich. Alter Schwede, alter Schwede. Was hast du denn? Wir sind nicht in Schweden, wir sind in Italien. Hey, das hast du richtig erraten, Mensch. Das ist ja super. Aber ich sag dir ganz ehrlich, da merkst du auch schon wieder, Ja, wie geil sich das Ding halt hier auch einfach so einen Pass fahren lässt. das ist geisteskrank. Also das ist wirklich geisteskrank. Wie du halt einfach sofort diese Power da hast. Siehst du? Alter. Drückst aufs Gas und du hast halt diese Instant Power. Das hast du halt einfach nicht hier in so einem 458. Das hast du nicht in einem McLaren, wo du einfach drauf drückst und sofort die Power da hast. ist so geil. Und dann halt auch, wie das Ding in den Kurven liegt, ist halt schon. Aber jetzt würde ich sagen, Ja, jetzt sind wir oben angekommen. ja jetzt lass Jetzt gehen wir wieder schön inefficient, weil jetzt geht es nämlich dann gleich bergab. Und dann fahren wir wieder ganz normal entspannt dahin. Ja, und Aber rekuperieren. daran sieht man jetzt einfach wieder, weißt, gestern Autobahn, Landstraße. Jetzt hat heute die ganze Zeit nur Autobahn, entspannt dahin gefahren, haben das Auto jetzt geladen und jetzt hier Pass gefahren. Und dann merkst du halt einfach, alles Könner. Ja. Allrounder. So wie Aber gesagt. eins muss man halt schon ganz ehrlich sagen, hier 458, wie du das Ding halt einfach hörst, schöner V8 Saugermotor. Das ist natürlich geil und genau das, Leute, das meine ich. Sowas wie das da hinten, ne, das soll einfach nicht aussterben. Aber trotzdem dann siehst du, wie weit wir sind mit der Zukunft hier mit dem Audi RS e-tron GT, wo du halt einfach alles hast. Ja? Du kannst entspannt dahin fahren und auf der anderen Seite, wie jetzt hier, hast du einfach einen ultimativen Fahrspaß. Du, warum lädst denn du jetzt eigentlich hier nicht mit dem Tesla Charger? Ja, weil ich gar nicht weiß, ob der überhaupt funktioniert. Und ich will auf nur mal sicher gehen, wobei, warte mal. Das hat auch bestimmt einen Typ 2 Stecker, oder? Doch, der wird sogar funktionieren, aber ich meine, das ist ein Tesla Charger, ich bin mir da nicht sicher, nicht, dass da irgendwie was kaputt geht oder so. Deswegen gehen wir hier lieber auf nur mal sicher. So Leute, wir sind am Ziel angekommen, Tag 2 geht zu Ende. Wir sind am Gardasee angekommen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte mir das deutlich schwieriger vorgestellt. Also das war wirklich komplett simpel.
die allererste Erfahrung für mich jetzt seit einem Jahr, seitdem ich hier den RS e-tron GT fahre und den ja eigentlich hauptsächlich nur in der Stadt oder auf, sage ich mal, kürzere Strecken mit um die 150 Kilometer. Aber jetzt sind wir über 300 Kilometer gefahren und das hat ohne Probleme funktioniert. Wir haben extra eine Ladepause eingelegt und das fand ich verrückt. Das fand ich wirklich verrückt. Ich habe den hier angesteckt und wir haben direkt mit 240 kW geladen. Und dann war das Auto, wir waren ein bisschen unter 20% sind wir angekommen. Und dann war er einfach nach einer halben Stunde waren wir auf 98% vollgeladen. Und ich meine, da so am Ende, da wird er dann langsam, da hatten wir dann nur noch um die 100 kW vom Laden her. Aber ich meine, dazwischen, wir hätten easy, nach 20 Minuten hätten wir schon wieder weiterfahren können. Und das war für mich zumindest, war das gar kein Stress, weil wir haben Kaffee getrunken und ich habe sowieso Pause gebraucht. Und dann sind wir ja den geilen Pass gefahren. Und da merkt man einfach hier, RS e-tron GT, wir sind jetzt die letzten 2 Tage, sind wir Autobahnen gefahren, wir sind Landstraße gefahren, jetzt heute den Pass und jetzt sind wir hier am Gardasee angekommen. Vor allem, Robert, schau mal, blend mal da noch nach drüben. Ne? Sieht halt einfach geil aus. Sieht einfach geil aus. Geiles Hotel direkt hinter uns ist nämlich der schöne See. Und ja, RS e-tron GT wird jetzt über Nacht laden, damit wir morgen wieder auf 100% sind. Theoretisch könnten wir ihn eigentlich schon wieder in einer Stunde abstecken, weil wir sind immer noch dreiviertel voll. Also ganz ehrlich, das finde ich wirklich verrückt. Ich hatte wirklich eigentlich meine Sorgen mit dem Laden. Wird das Ganze funktionieren? Vor allem, mit wie viel Prozent kommen wir dann hier noch an? Und wir hätten easy eigentlich durchfahren können. Also ja, Tag 2 definitiv erfolgreich gemeistert. Und ich würde sagen, wir machen jetzt halt hier Cut und dann sehen wir uns morgen bei Tag 3 wieder, oder? Ja, würde ich genauso sagen. So sieht's aus. Alles klar. Also, Auffahrt. So Leute, es geht weiter, Tag 3 mit unserer Erfahrung hier, Audi RS e-tron GT. Wir kommen heute zu unserem letzten Ziel und zwar, es geht für uns hier vom schönen Gardasee nach Mailand. Eine relativ entspannte Route, 170 Kilometer, um die 2,5 Stunden, also völlig tiefenentspannt. Hier mit dem Audi RS e-tron GT, wenn wir das Ganze mit gestern vergleichen, wo wir wirklich einige Stunden unterwegs gewesen sind. Und nachdem es auch schon, jetzt lass mich mal drauf schauen, 18:30 Uhr ist, wir haben um die 2,5 Stunden zum Fahren. Wir werden jetzt gleich noch was Abendessen gehen, denn ich muss zugeben, wir sind hier ein bisschen länger geblieben als geplant, weil dem Robert hat so gut gefallen. Wir waren heute schon die ein oder andere Runde. Hey! Ja, gut, Hector. How are you doing? Digga, was geht? Alles gut? Also du bist jetzt gerade im Video, nur so zur Info. Du bist nur gerade im Video, ich hoffe, es ist kein Stress. Oh, Wir sind gerade am Filmen, aber es ist kein Problem. Sorry, Mann. Nein, alles gut, kein Problem. Wo bist du immer stehen geblieben? Bei deinem Schwimmrunden, oder? Bei deinem Schwimmkurs? Ja, ich hatte viel zu tun. Ja, dementsprechend haben wir hier ein bisschen Verspätung. Und deswegen würde ich vorschlagen, Leute, ich meine, wir haben gestern so einen geilen Tag gehabt. Hier die Erfahrung mit dem RS e-tron GT. Von daher würde ich einfach sagen, wir genießen jetzt gemeinsam die Fahrt. Der Robert wird uns jetzt ein paar Eindrücke geben von der Fahrt vom Gardasee nach Mailand. Und dann, Leute, dann sehen wir uns morgen Vormittag wieder. Denn wie gesagt, wir holen ja ein Auto in Mailand ab. Und von daher, Yalla, Abfahrt. Eine Ewigkeit später. So Robert, jetzt hast du es geschafft. Wir sind am Endziel angekommen. Hat es dir Spaß gemacht? Ja, es war mega geil. Also muss man wirklich sagen, erste Erfahrung, längere Strecke, Audi RS e-tron GT. Ich muss zugeben, ich hätte mir das nicht so simpel vorgestellt. Ich dachte wirklich, es würde etwas komplizierter werden. Was sagst du dazu? Es war einfacher als gedacht, ja, da hast du recht. Nee, also wirklich, wenn ich mir vorstelle, Tag 1, wo wir Autobahn, Landstraße gefahren sind, wie viel Reichweite wir noch hatten, als wir angekommen sind. Okay, das war eine entspannte Strecke mit 100 Kilometern, aber Tag 2, da waren wir wirklich einige Stunden unterwegs. Wir hatten
Landstraße, wir hatten Pass, wir hatten Autobahn, wir hatten wirklich alles mit dabei. Wir haben das Auto dazwischen geladen. Vor allem, das war für mich das Faszinierende. Wir haben mit 450 kW geladen. Wie schnell der RS e-tron GT wieder vollgeladen gewesen ist, das war wirklich für mich faszinierend. Denn da muss ich schon sagen, ich hätte mir das Ganze deutlich komplizierter vorgestellt. Vor allem, wir sind von der Autobahn in Italien runtergefahren, waren direkt bei einer Ionity-Ladesäule. Und ja, jetzt hier bei unserem Endziel angekommen in Mailand. Wie ihr seht, das Auto lädt wieder, vor allem auch erste Erfahrung. Wir haben hier das Kabel hinten vom Kofferraum ausgepackt, mit der MyAudi-App, mit der Karte einfach angesteckt und schon lädt das Ding. In 4 Stunden ist er wieder vollgeladen, wobei er hier jetzt stehen bleiben wird. Denn Leute, wir werden jetzt dann gleich mal da nach hinten gehen, denn da steht etwas anderes. Für mich wäre es natürlich auch interessant gewesen, jetzt hier wieder von Mailand komplette Strecke bis nach München zurückzufahren. Aber der Robert ist leider so busy und wir müssen nämlich dann in ein paar Tagen von Mailand weiterfliegen. Aber das werden wir auf jeden Fall nachholen, dass wir auf jeden Fall mal schauen, okay, wie ist es möglich, jetzt mal wirklich eine ganz lange Strecke zu fahren mit 800-900 Kilometer am Stück. Vorsicht, Robert, nicht, dass du gleich vom Fiat Panda überfahren wirst. Das wäre fürchterlich. Aber um jetzt hier zum Abschluss nochmal zu kommen, RS e-tron GT, Roadtrip, rein elektrisch unterwegs gewesen, war für mich wirklich eine Top-Erfahrung. Ich hätte es mir bei Weitem komplizierter vorgestellt, aber da sieht man mittlerweile, wie weit die Technik, wie weit die Zukunft ist. Einerseits mit dem Auto, mit dem RS e-tron GT, aber auf der anderen Seite auch die Ladestationen mit der Ionity-App generell, was du da alles an Lademöglichkeiten hast. Von daher, ich bin wirklich gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und dann werden wir hier auf jeden Fall einen Roadtrip planen mit einer schönen, langen Strecke. Und ich würde sagen, Leute, wir gehen jetzt mal da nach hinten und dann schauen wir mal, was da so ist. Da schau mal, da ist der Rex. Da Robert, da kannst gleich eine Runde mit ihm spielen. Da siehst, kannst gleich am Ball werfen. Alter, der ist ja mega goldig, der ist süßer als du. Süßer als ich? Ja. Ja gut, das ist ja nicht gerade schwierig, ne? Ja, Deswegen trage ich ja auch einen Helm, weil das will eh keiner sehen. Nichts. Deswegen, so Leute, wie ihr seht hier, wir kommen zum Abschluss des Videos, denn das hier ist der Grund, weshalb wir uns in Mailand befinden. Cars & Coffee Veranstaltung steht an, seid gespannt, denn da hier mit dem V12 Bullen, mit dem Aventador SVJ, da wird auf jeden Fall ein Video kommen, denn wir sind gemeinsam mit Cars & Coffee unterwegs und es geht nämlich mitunter für uns nach Monza auf die Rennstrecke und ich würde sagen, wir schmeißen jetzt den V12 Bullen an und dann, Leute, bin ich raus.